Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video das intellektuelle Reaktionszentrum nach den Archetypen der Seele von Werner Hasselmann und Frank Schmollke zusammenfassen. Dein seelisches Reaktionszentrum entspricht der Anbindung deiner Seele an die körperlichen Kräfte. Es zeigt sich in der Art und Weise, wie du auf ungewohnte Ereignisse reagierst. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir, mein Einführungsvideo in die Reaktionszentren anzuschauen. Das intellektuelle Reaktionszentrum ist das zweite der 7 Reaktionszentren. Es befindet sich in der Spalte der Energie 2. Deswegen gehört es zur fantasievollen, gestaltenden und nachdenklichen Grundenergie 2. Weil es auf der Expressionsebene liegt, geht es bei ihm um den Ausdruck. Alle Archetypen der Energien 1, 2 und 3 sind weiblich und somit ist auch dieses Reaktionszentrum der weiblichen Dualität zugeordnet. Weibliche Reaktionszentren wirken etwas introvertierter und nach innen gewandter als männliche Reaktionszentren. Das intellektuelle Reaktionszentrum entspricht dem Halschakra. Die zugehörige Drüse ist die Schilddrüse. Ich habe das Video auf folgende Weise gegliedert. Zunächst erläutere ich allgemeine Fakten zur intellektuellen Zentrierung. Danach erkläre ich ihre Pole und ihre 4 möglichen Orientierungen. Zum Abschluss zähle ich bekannte Persönlichkeiten mit der intellektuellen Zentrierung auf. Jeder Mensch besitzt 2 Reaktionszentren. Diese beiden Reaktionszentren ergeben zusammen das Reaktionsmuster. Das erste Reaktionszentrum heißt Zentrierung und das zweite Reaktionszentrum heißt Orientierung. Sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt, und zwar in einem Verhältnis von ca. 70:30%. Deine Zentrierung beschreibt, mit welcher Energie du unmittelbar auf deine Umwelt reagierst. Beispielsweise reagiert der intellektuell Zentrierte mit seinem Verstand auf die Umwelt. Diese Energie wird dann vom ersten Reaktionszentrum (Zentrierung) auf das zweite Reaktionszentrum (Orientierung) gerichtet. Ich werde in diesem Video also zwischen einer intellektuellen Zentrierung und intellektuellen Orientierung unterscheiden. Zuerst zähle ich ein paar Fakten zur intellektuellen Zentrierung auf. Besitzt du eine intellektuelle Orientierung, wirst du dich vermutlich auch in den Schilderungen zur Zentrierung wiedererkennen. Möchtest du deine Reaktionszentren herausfinden, kannst du ja mal schauen, ob du mit den Ausführungen in Resonanz gehst. Ist deine Seelenrolle Künstler oder hast du eine größere Häufung der Energie 2 in deinen Seelenarchetypen, reagierst du vermutlich vermehrt aus dem intellektuellen Reaktionszentrum. Es ist ja der künstlerischen Energie 2 zugeordnet. Menschen mit intellektueller Zentrierung reagieren mit ihrem Verstand auf plötzliche Geschehnisse. Das Denken ereignet sich vor dem Fühlen oder dem Handeln. Ungewohnte Ereignisse aktivieren in erster Linie das Halschakra. Das Halschakra regelt das Aufnehmen, Verarbeiten und Abgeben von Informationen und Eindrücken. Es klärt und ordnet empfangene Erkenntnisse. Die intellektuelle Zentrierung verlagert schöpferische Fähigkeiten und Ausdruckskraft auf das Denken und Sprechen. Sie bedeutet aber nicht, dass die Menschen nicht gut fühlen können. Menschen mit intellektueller Zentrierung erfreuen sich am Denken, Argumentieren und Diskutieren. Sie haben Spaß daran, neue Erkenntnisse zu erlangen, die Ideen von anderen aufzugreifen und zu sezieren, Gedankengebäude zu errichten und wieder einzureißen, Zusammenhänge herzustellen und zu analysieren. Zudem möchten sie die Welt verstehen und die Botschaften des Seienden entziffern. Sie sind anteilnehmend und lebhaft in Beobachtungsprozessen. Darüber hinaus sind sie sehr neugierig und stellen viele Fragen. Ihnen fällt es im Vergleich zu emotional Zentrierten eher leicht, ihre gerade gemachten Erkenntnisse nach außen zu bringen und sie ihren Mitmenschen zu vermitteln. Sie benötigen viel Zeit, um sich in ausreichendem Maß Gedanken machen zu können. Dabei können sie allein nachdenken oder in der Kommunikation und Diskussion ihren Geist anregen. Intellektuell zentrierte Menschen könnten Angst vor ihrer eigenen Sinnlichkeit bekommen. Dann nehmen sie sich die Möglichkeit, die Welt in ihrer gesamten Fülle und Ganzheit wahrzunehmen. In der Meditation fällt es ihnen besonders schwer, nicht aktiv nachzudenken.
Sie können aber währenddessen besonders gut den Fluss ihrer Gedanken beobachten und von ihm Abstand nehmen. Aufgrund der möglichen Überbetonung des Mentalen können sie vermehrt zu Erkrankungen der Atemwege und Sprechwerkzeuge, Sehstörungen, Kopfschmerzen und Beschwerden des Riechens, Schluckens und Schmeckens tendieren. Menschen mit intellektueller Zentrierung kann man in zwei Grundtypen unterscheiden: den extrovertierten und den introvertierten Grundtyp. Extrovertierte Grundtypen werden von ihren Mitmenschen für ihre Wortgewandtheit und Gedankenreichtum bewundert. Introvertierte Grundtypen behalten ihre Gedanken und Ideen für sich. Sie denken viel nach, trauen sich aber nicht, sich mitzuteilen. Darüber hinaus befürchten sie, sich einer Überprüfung ihrer Analysen stellen zu müssen. Das intellektuelle Reaktionszentrum hat den Minuspol vernünftelnd und den Pluspol nachdenklich. Menschen im Minuspol vernünftelnd haben Angst, nicht alles verstehen und verständlich machen zu können. Sie werden unruhig und unsicher, wenn sie an die Grenzen des logischen Analysierens stoßen. Außerdem wehren sie sich dagegen, Unlogisches in ihre Überlegungen mit einzubeziehen. Sie halten die Vernunft für das Maß aller Dinge. Deswegen suchen sie sich zu ihrer eigenen Beruhigung vermeintlich logische Begründungen. Sie denken sich angebliche Ursachen, Wirkungen und Kausalketten aus. Menschen in diesem Minuspol argumentieren an ihrer eigenen Wirklichkeit vorbei. Sie rationalisieren ihre Gefühle und neutralisieren ihre Emotionen. Darüber hinaus suchen sie für psychische und körperliche Beschwerden eindeutige und rationale Erklärungen. Ihre Nachdenklichkeit wandelt sich in eine intellektuelle Getriebenheit. Um Fehler zu vermeiden, möchten sie möglichst schnell auf Ergebnisse kommen. Menschen im Pluspol nachdenklich aktivieren ihre Liebesfähigkeit in ihren mentalen Aktivitäten. Sie richten ihre Gedanken auf Positives, Wünschen und Wollen. Zudem können sie auf herausragende Weise erläutern, klären und analysieren. Sie prüfen kritisch und beurteilen erkennbare Faktoren. Deswegen lassen sie sich nicht leicht von Fantasien, Wunschvorstellungen, Ideologien und geschlossenen Glaubenssystemen täuschen. Sie erlangen die Fähigkeit, äußerst reflektiert sich selbst und die Welt zu betrachten. Ihnen ist Wissen und Weisheit wichtig. Sie haben philosophische Zugänge zum Universum. Menschen in diesem Pluspol versuchen die Zusammenhänge zwischen Menschen, dem Göttlichen und dem Kosmos zu durchdringen. Sie können erkennen, erforschen und beschreiben, wie alle Erscheinungsformen zusammenspielen. Außerdem verstehen sie, dass das Menschsein mehr bedeutet, als nachzudenken, zu kommunizieren und Erklärungen für das Leben zu finden. Ich möchte nun die 4 möglichen Reaktionsmuster mit einer intellektuellen Zentrierung schildern. Das heißt, dass ich die intellektuelle Zentrierung mit den 4 möglichen Orientierungen in Verbindung setze, also intellektuell-emotional, intellektuell-sexuell, intellektuell-instinktiv und intellektuell-motorisch. Das erste Reaktionsmuster ist intellektuelle Zentrierung und emotionale Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst intellektuell und dann emotional. Sie denken zunächst nach und versuchen dann im Nachhinein ihre Gefühle zu betrachten. Es könnte sogar sein, dass sie diese danach überhaupt erst registrieren. Die Gefühle entfalten sich, wenn die Gedanken einigermaßen zur Ruhe gekommen sind. Sie können sich am besten in den gedankenfreien Phasen des Tages fühlen, beispielsweise beim Musikhören, nach dem Aufwachen und vor dem Einschlafen. Sie können die Wahrnehmung der eigenen Emotionen dadurch begünstigen, dass sie sich mit anderen Menschen vergleichen und identifizieren. Das zweite Reaktionsmuster ist intellektuelle Zentrierung und sexuelle Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst intellektuell und dann sexuell. Zunächst denken sie nach und im Anschluss entfalten sie eine schöpferische Wirkung. Sie bringen das Unerhörte und Ungedachte hervor.
Sie setzen bisher unbekannte oder sogar revolutionäre Ideen um. Besonders kreative Phasen sind für sie die Anspannung vor und Entspannung nach sexuellen Aktivitäten. Das dritte Reaktionszentrum ist intellektuelle Zentrierung und instinktive Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst intellektuell und dann instinktiv. An stark komplexen Gedankengängen haben sie kein Interesse. Sie möchten ihre Gedanken und Ideen für Gewinn und Handel einsetzen. Ihr Denken ist auf alle materiellen Bereiche gerichtet. Sie könnten durch mentale Prozesse versuchen herauszufinden, wie sie zu Ruhm, Wohlstand und Bequemlichkeiten gelangen. Betätigen sie sich im wirtschaftlichen Bereich, könnten sie sehr gut erfassen, was der Markt verlangt, was die Mitmenschen benötigen und welchen Kurs die Börse einschlägt. Das vierte Reaktionsmuster ist intellektuelle Zentrierung und motorische Orientierung. Menschen mit diesem Reaktionsmuster reagieren zuerst intellektuell und dann motorisch. Sie denken zunächst nach und drücken im Anschluss ihre Gedanken durch Bewegungen aus. Häufig finden die Bewegungen im Inneren statt, anlässlich dessen, was gesagt und mitgeteilt wurde. Sie haben tausende Ideen, die auf sie einprasseln. Von diesen können sie nur Bruchteile mitteilen. Ihre verbalen Reaktionen sind häufig scharf. Sie können ihre Gedanken durch starke und gleichmäßige Bewegungen ordnen und in die richtigen Bahnen lenken. In der Bewegung schlussfolgern und sinnieren sie am besten. Beim Autofahren, Sport treiben, Wandern, Auf- und Abgehen und Verrichten von Haushaltsarbeiten. Für sie eignen sich am besten Sportarten, die eine gleichmäßige Aktivität voraussetzen, wie Wandern, Joggen, Rudern und Radfahren. Es geht hierbei nicht nur um aktive Bewegung, sondern auch um passives Bewegtwerden. Hast du das intellektuelle Reaktionszentrum oder glaubst du es zu haben? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt mit dem intellektuellen Reaktionszentrum gesammelt? Kommentiere das gerne unter dem Video. Mich würde auch interessieren, wie du das Video fandest und was ich nochmal näher erläutern könnte. Beispiele für bekannte Persönlichkeiten mit intellektuell-emotionalem Reaktionsmuster sind Barack Obama, William Shakespeare und Alexander von Humboldt. Ein Beispiel mit intellektuell-sexuellem Reaktionsmuster ist Mahatma Gandhi. Mit intellektuell-instinktivem Reaktionsmuster ist Michail Gorbatschow. Und die Beispiele für das intellektuell-motorische Reaktionsmuster sind Angela Merkel, Günther Jauch und Rudolf Steiner. Für mehr Informationen zu den Reaktionszentren empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke und zur Erkundung deiner Reaktionszentren das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Reaktionszentren und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du unter dem Video auf Gefällt mir drückst und es mit anderen teilst. Wenn du noch mehr Videos zum Thema Seelenlehre und Archetypen der Seele anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.